Hier seht ihr den Stadtteil Hinna der Stadt Stavanger in Norwegen. Und was ich hier total mag, ist, dass jeder Stadtteil sehr, sehr unterschiedlich ist. Es ist hier eine große Baustelle, aber ein sehr modernes Viertel mit einem ganz wunderbaren und kleinen Café, wo ich die Zeit gerne nutze, um ein bisschen was zu arbeiten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Norwegen. In diesem Video habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben jetzt gerade hier ein Fest, das heißt Stavanger glöd, also frei übersetzt Stavanger glüht. Und da sind so 2, 3 Lichtinstallationen in der Stadt angebracht, was sehr schön aussieht, wenn es gerade jetzt früh dunkel wird noch. Und es ist also so, dass das schon der Anbeginn ist der, ich glaube, 900-Jahr-Feier von Stavanger, die allerdings erst in 2025 komplett ansteht. Aber offensichtlich ist man da gut vorbereitet und fängt also schon frühzeitig an, die Sachen irgendwie umzusetzen und einzubringen. Ja, das ist ganz schön und deswegen habe ich euch da ein paar Bilder mitgebracht und dann wollte ich euch noch so ein paar Info geben hier zu unserem Aufenthalt in Norwegen. Ich weiß nicht, wer von euch alles auch den Podcast hört, der ja zum Teil hier ist und eben auch auf Spotify oder auf Apple Podcast zu hören ist, wo ich einmal die Woche darüber berichte, wie es uns hier so geht und wie sich hier alles so für uns entwickelt. Und eine sehr, sehr große und sehr gute Errungenschaft, die wir erzielt haben, hat sich noch kurz vor Weihnachten zugetragen. Wir haben nämlich endlich hier unsere ID-Nummer bekommen. Und wer sich so ein bisschen mit Norwegen oder auch Skandinavien überhaupt auskennt, weiß, dass diese ID-Nummer extrem wichtig ist, weil sonst ist hier fast nichts möglich. Und wir haben also quasi mit dem Tag unserer Ankunft Ende September diese ID-Nummer beantragt. Und es hat jetzt faktisch bis vor Weihnachten gedauert, dass wir sie bekommen haben. Und das Ganze hat halt dazu geführt, dass wir selber keinen Stromvertrag, keinen Internetvertrag abschließen können, keinen Handyvertrag, kein Auto kaufen. Also Auto kaufen hätten wir jetzt schon gekonnt, aber wir hätten es eben nicht anmelden können. Und ganz, ganz viele kleine Sachen, auch für unsere jüngste Tochter in der Schule, dass die Unterrichtsmaterialien bekommt. Also für alles war diese Nummer obsolet. Und ja, jetzt haben wir sie endlich bekommen, kurz vor Weihnachten. Das war jetzt schon sehr schön. Und jetzt hat sich es aber auch bis im Prinzip letzte Woche gezogen, bis wir dann jetzt auch hier ein Bankkonto anmelden konnten und ein Auto gekauft haben. Und ja, also es dauert alles relativ lang. Wobei man dazu sagen muss, wenn man hierher kommt und direkt einen Job hat oder von seinem Arbeitgeber hierher geschickt wird, dauert es natürlich nicht so lange. Also wir sind ja hierher umgezogen bzw. ausgewandert auf eigene Mittel. So nennt sich das dann auch in der Beantragung. Das heißt, wir mussten nachweisen, dass wir alle 4 krankenversichert sind. Und zwar nicht hier im norwegischen System, sondern tatsächlich eben selbst krankenversichert sind, entweder mit einer Versicherung in Deutschland oder in der internationalen Versicherung. Und dass wir auch einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung haben, um uns selber zu finanzieren. Das war eigentlich Ausgangslage dafür, dass wir diese Nummer hier bekommen konnten. Wenn man jetzt sich einen Job sucht hier, geht das in der Regel sehr viel schneller. Ja, und wie gesagt, ein Thema dieser Nummer ist eben auch der Stromvertrag. Da haben wir jetzt natürlich Glück gehabt, dass unser Vermieter das jetzt die ersten 3 Monate übernommen hat, was wir ihm natürlich zurückzahlen. Aber sonst wäre das halt auch recht schlecht gewesen. WLAN hatten wir keins. Also wir haben uns hier über mobile Daten so ein bisschen auf Spur gehalten, was natürlich dann deutlich teurer wird mit der Zeit. Und gerade was das Thema Stromvertrag und so weiter betrifft, finde ich hier eine Sache richtig gut. Also wir sind ja hier deutlich digitalisierter als in Deutschland, was ich immer wieder merke. Also gerade wenn ich jetzt mit Sachen hier zu tun habe und gleichzeitig eventuell noch Sachen in Deutschland regeln muss, ist das schon ein ziemlicher Unterschied. Und zum Thema Stromvertrag, also wir haben jetzt einen Stromvertrag abgeschlossen mit dem Anbieter, der hier quasi vor Ort ist. Und das Schöne ist, man hat dann hier auch den Zugriff über eine App auf diesen Stromvertrag und in der App kriegt man die ganze Zeit angezeigt, wo der Strompreis steht. Das heißt, ich kann auch ab mittags um 12 schon sehen, wie er morgen über den Tag verläuft. Also die Varianten, wie teuer praktisch die Kilowattstunde ist. Und meinen Stromverbrauch so ein bisschen besser planen. Also sprich, wenn ich weiß, morgen Nachmittag ist der Strom ziemlich günstig zwischen 2 und 4 Uhr,
dann stelle ich da meine Waschmaschine oder meinen Trockner an. Und das finde ich eine echt coole Geschichte, weil hier ist es eben auch anders, nicht wie in Deutschland. Also in Deutschland war es zumindest bei uns so, dass wir einen monatlichen Abschlag gezahlt haben. Am Ende des Jahres gab es die Verbrauchsabrechnung und man musste entweder eine Nachzahlung leisten oder man hat halt Geld zurückgekriegt, was ja so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Und hier ist es so, es gibt hier keine Abbuchung, es gibt hier keine monatlichen Abbuchungen, sondern es ist faktisch so, dass man jeden Monat seinen Stromverbrauch bezahlt. Und der variiert hier schon sehr und es ist eben auch so, dass der zwischen 300 € im Monat bis zu 1000 € im Monat liegen kann, je nachdem. Also bei uns ist er deutlich, also nicht deutlich höher als 1000 €, aber in diesem Range zwischen 500 und 700 €. Das liegt natürlich daran, dass wir hier ein relativ großes Haus haben und zum anderen, dass im Grunde genommen hier alles über Strom gemacht wird. Also das heißt, wir haben eine Fußbodenheizung, die über Strom funktioniert, natürlich ganz normal, Licht und alle anderen Stromquellen, die man sonst so im Haus hat. Und wir laden auch unser Auto hier über den Strom. Das heißt, wir haben 3 Positionen, die wir in Deutschland hatten. Also sprich, wir hatten ja in Deutschland einen Stromvertrag, wir hatten einen Gasvertrag für die Heizung und wir hatten Tankkosten gehabt. Und das müssen wir jetzt im Grunde genommen, um es vergleichbar zu halten, zusammenrechnen, also unsere Ausgaben in Deutschland über diese 3 Positionen und das gegen unsere Stromrechnung stellen. Und da haben wir so festgestellt, dass das ungefähr auf selber rauskommt. Also, aber man kann natürlich durch diese App, wo man das dann sieht, kann man natürlich sehr gut feststellen, wo man Sparpotenzial hat. Also das ist wirklich, finde ich, hier auch eine ganz schöne Geschichte. Überhaupt, dass so viel über Apps läuft oder über das Internet, das ist schon sehr praktisch und sehr viel zeitsparendes ist da dabei. Ja, ich hoffe, euch gefällt noch der Rest des Videos. Also hier kriegt ihr jetzt noch ein paar Eindrücke vom Lichterfest und von Stavanger. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin.